es gibt immer noch was man ein bisschen besser machen kann und weiterentwickeln. Sei es Klangqualität, Design oder Material, es geht immer noch ein bisschen näher Richtung Vollkommenheit. Das dachten wir uns auch beim T1 und dem T5, der dritten Generation unserer High-End-Kopfhörer. Da wollten wir von Beyerdynamic aufs Neue beweisen, dass wir Experten sind in dem, was wir tun. Beyerdynamic ist für erstklassige Akustik und höchsten Komfort bekannt. Jedes Produkt von uns ist so gestaltet, dass es diese Eigenschaften, also quasi die DNA unserer Marke, bestmöglich widerspiegelt. Wenn bei uns ein neues Produkt entsteht, dann treten wir zunächst immer erstmal einen Schritt zurück und überlegen, wie wir diese Eigenschaften einfach noch besser transportieren können. Für mich als Designer steht am Anfang immer die Inspiration. Bei T1 und T5 kam das aus dem Bereich der Architektur. Ich habe wunderschöne Lochbleche entdeckt, die individuelle Muster verwenden. Das heißt, die Schönheit liegt in der Größe und der Genauigkeit der Perforation, aber sie wirken ganz anders als normale, übliche Lochbleche, die man kennt. Und davon war ich wirklich fasziniert. Am Anfang scheint es etwas zufällig, aber mit der Zeit erkennt man ein Gestaltungsmuster, das dahinter liegt. Wir Designer bei Beyerdynamic sind Teil des Entwicklungsteams und genau, das ist ziemlich einzigartig. Das heißt, wir arbeiten von Anfang an Hand in Hand mit den Ingenieuren zusammen. Ich muss ehrlich zugeben, das macht mein Leben als Designer am Anfang manchmal auch etwas schwer, weil man verliebt sich beispielsweise in eine ganz tolle Designidee. Und dann kommt der Akustikingenieur und konfrontiert einen mit der Wahrheit und zerstört die tolle Idee. Aber man muss sagen, am Ende lohnt es sich, denn ohne die intensive Kommunikation mit den verschiedenen Bereichen entsteht kein ganzheitliches Designkonzept. Und gerade wenn man am Ende dann das Produkt in den Händen hält, weiß man genau, oh, das ist das Resultat einer guten Teamarbeit. Ja, bei anderen Firmen ist es teilweise so, dass die Designer einfach nur ein Designkonzept liefern und danach nicht mehr so viel von dem Prozess mitbekommen. Wir bei Beyerdynamic, wir sind wirklich dabei, von der Entstehung ganz am Anfang bis hin zur Produktion von der Serie. Und ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis unseres Erfolges. Der Schallwandler ist das Herzstück des Kopfhörers und damit sein wichtigster Teil. Unsere legendären Tesla-Treiber werden hier in Heilbronn entwickelt und gefertigt und das ist wirklich was Einzigartiges. Bei uns werden auch die Schallwandler einzeln gemessen und links und rechts gepaart, damit sie im Kopfhörer perfekt übereinstimmen. Die Tesla-Technologie ist eine besondere Innovation aus unserem Hause. Was bedeutet das? Kopfhörer mit Tesla-Schallwandlern bieten höchste Effizienz, decken ein größeres Frequenzspektrum ab und klingen viel detailreicher. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Präzision und räumliche Klangdarbietung. Die Musik wird einfach reiner und transparenter und auch die Lokalisierung der unterschiedlichen Instrumente wird besonders authentisch. Wenn ich den Kopfhörer aufsetze und das Intro beginnt, dann spüre ich schon, dass da gleich was richtig Großes kommt. Und das kommt dann auch tatsächlich. Das ist Gänsehaut pur. Und wenn ich das spüre, dann weiß ich, dass wir alles richtig gemacht haben. Der T1 steht mit seiner offenen Bauweise für Detailreichtum und Räumlichkeit. Aber auch der T5 als geschlossener Kopfhörer ist dafür bekannt, dass er einen sehr klaren Klang bietet. Unsere Akustikingenieure haben sich hier nochmal richtig ins Zeug gelegt. Bei der dritten Generation des T1 haben wir den Bass behutsam angehoben, damit wir das sehr neutrale, räumliche Klangbild einfach noch ein bisschen wärmer und angenehmer machen. Der T5 bietet eine noch natürlichere Wiedergabe der oberen Mitten. Die Klangabstimmung wird dadurch noch authentischer, wodurch vor allem Stimmen und Instrumente noch besser zur Geltung kommen. Bei einem Produkt wie bei dem T1 und dem T5 ist wirklich die Farbwahl entscheidend. Das heißt, wir haben uns für changierende Schwarz- und Grautöne entschieden, weil man möchte ja bei so einem Produkt auch nicht der Mode oder dem Zeitgeist folgen, sondern es soll für sich selber stehen. Und Ziel war es auf jeden Fall, dass wir es modern, aber auch zeitlos gestalten. High-End-Produkte leben natürlich von ihrer Materialität. Aber es ist nicht nur das Material, sondern es sind auch die Oberflächenstrukturen, die Herstellungsverfahren und auch das letztendliche Finish. Das heißt, wir Designer entscheiden nicht erst zum Schluss, ach, welches Material nehme ich oder da mache ich irgendeinen Lack drauf, sondern es ist ganz wichtig, dass man sich von Anfang an Gedanken macht, wie das perfekte Set von Materialien und Oberflächen aussieht, um dann wirklich letztendlich den
perfekten Look zum Schluss zu haben. Die Gabeln bei beiden Hörnern sind aus Aluminium und eluxiert und haben so ganz spezielle Bürststruktur. Und beim T5 zum Beispiel verwenden wir Aluminium, das in verschiedene Richtungen gebürstet ist. Das heißt, wenn man den Hörer dann so nimmt und dreht, sieht man, dass das Licht auf verschiedene Arten reflektiert wird. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall 20 verschiedene Designs gebraucht, um den Look noch perfekter zu machen. Aber ich denke, es hat sich am Ende gelohnt. Die Lieferantenauswahl ist natürlich auch sehr wichtig. Wir schauen wirklich nach den Besten ihres Bereichs und so kommt es, dass auch viele Lieferanten hier aus der Nähe in Süddeutschland kommen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die Zierblenden auf dem T1 und dem T5, auch die Gabeln, das Metallteil des Kopfbands und auch das Kopfband selber wird hier gerade eine Stunde entfernt genäht. Das heißt, die Einzelteile kommen eigentlich nahezu komplett hier aus dem Bereich von Süddeutschland. Sehr viele andere Teile kommen aus Europa, wie zum Beispiel das Alcantara oben auf dem Kopfband, das kommt aus Italien. Dieser besondere Fokus, den wir auf die Materialität legen, zieht sich bei T1 und T5 durch bis ins letzte Detail und deshalb natürlich auch bis hin zum Kabel. Die steckbaren Kabel sind textilummantelt und enthalten hochreine OCC 7N Kupferleiter. Das ist das hochwertigste verfügbare Kupfermaterial für eine bestmögliche Signalübertragung. Dazu wird das Kupfer immer weiter gezogen, bis die Kupferkristalle eine Länge von 125 Metern haben, ohne Übergänge dazwischen. Und dieses audiophile Kabel wird extra für uns gefertigt. Neben der Entwicklung und Herstellung unserer Schallwandler findet auch die Endmontage von T1 und T5 hier in Heilbronn statt. In aufwendiger Handarbeit werden Technik und Materialien zusammengebracht und anschließend aufs Genaueste geprüft. So entstehen am Ende Produkte, auf die wir besonders stolz sind und mit denen natürlich auch ein einzigartiges Klangerlebnis möglich wird.